Der YouTube Promotions Tab ist jetzt für alle Creator verfügbar. Wir haben uns den bereits in der Beta-Phase schon mal angeschaut, Risiken und Chancen ein bisschen abgewogen, und wir möchten natürlich vorab sagen, wir als Agentur haben hier eine gewisse voreingenommene Position, einen sogenannten Bias, und jetzt schauen wir uns den ganzen Bums einfach mal an. Was genau ist der YouTube Promotions Tab? Der YouTube Promotions Tab ist ein Bereich in eurem YouTube Studio, bei dem ihr Geld ausgeben könnt, damit eure Videos mehr Aufmerksamkeit bekommen. Warum sollte man das tun? Wir haben jetzt vielleicht gerade angefangen mit YouTube, wir haben 5, 10, 20 Aufrufe, sind damit nicht zufrieden und sagen, okay, wir möchten jetzt mal ordentlich Geld reinbuttern, damit das ein bisschen besser wird. Kostet es mich was? Offensichtlich. Wenn man Ads auf YouTube ausspielen möchte, muss man Geld ausgeben, und das variiert natürlich, je nachdem, wie breit man diese Kampagne streut. Desto günstiger werden sie natürlich, aber desto ineffektiver auch. Andererseits ist natürlich, man kann auch sehr, sehr viel Geld in eine breit gestreute Kampagne stecken und dann hoffen, dass irgendwas hängen bleibt. Oder man kann halt auch zum Experten gehen, wie zum Beispiel zu uns, und sagen, okay, wir haben eine konkrete Vorstellung, wen wir mit unseren Videos ansprechen wollen, was für vielleicht Interessen eine sogenannte Zielgruppe hat oder in welchem demografischen Bereich sie sich bewegt. Das heißt, wie alt sind sie, ist es Männlein, Weiblein, irgendwas dazwischen oder außerhalb, und entsprechend dann eine Kampagne plant und durchführt. Ist in der Regel günstiger, als einfach nur Geld in Richtung YouTube Promotions zu werfen. Ist es kompliziert, eine Promotion für mein Video einzurichten? Überhaupt nicht. Das heißt, ihr klickt da einfach drauf, sagt, ihr möchtet eine neue Promotion haben, müsst dann natürlich auswählen, mit welchem Google Ads Account ihr das Ganze bezahlen wollt. Wichtig an dieser Stelle, für einen Google Ads Account muss man 18 Jahre alt sein, und der muss natürlich auch ein entsprechendes Konto haben, damit diese Ausgaben auch gedeckt sind. Und ansonsten könnt ihr dann einfach das Video auswählen, sagen, okay, das soll in den und den Ländern ausgespielt werden, an Nutzer mit den und den Sprachen. Weitere demografische Einstellungen könnt ihr dann nicht vornehmen, und das Ganze läuft dann entsprechend mit Budget und Laufzeit, bis der ganze Bums vorbei ist. Kann jeder meine beworbenen Videos sehen? Ja und nein. Natürlich, wenn ihr das Video öffentlich lasst, dann kann erstmal jeder dieses Video sehen, und natürlich jeder, der die Kampagne ausgespielt bekommt, hat die Möglichkeit, entsprechend da drauf zu klicken und sich das Video ganz anzuschauen. Was sind die Nachteile oder Risiken bei der Nutzung von Promotions? Ja, ich habe schon angesprochen, YouTube Promotions streut sehr, sehr weit. Das heißt, es ist sehr, sehr schnell, sehr, sehr teuer. Natürlich nur in dem Rahmen, in dem ihr euer Budget angegeben habt. Aber für euch wird wahrscheinlich der Punkt nicht da sein, zu sagen, ja, es ist sinnvoll für mich, hier Geld auszugeben in eine breit gestreute Kampagne, weil es wirklich meiner Meinung nach Geld verbrennen ist. Promotions haben zunächst einmal keine Nebenwirkungen, sodass zum Beispiel eure organische Reichweite darunter irgendwie leidet. Ich würde aber jetzt sagen, für euch persönlich könnte es entsprechend ein Problem sein, wenn ihr jetzt gewohnt seid, durch Promotions immer entsprechende Aufrufe zu bekommen, und ihr lasst die dann halt weg, dann sind die Aufrufe weg. Punkt. Ne, da muss man sich nichts vormachen, das ist einfach so, und müsst ihr natürlich mit eurem Ego entsprechend ausmachen, ob das was für euch ist oder nicht. Da kann ich euch natürlich nicht reinreden. Gibt es bessere Wege, mehr Aufrufe zu erzielen? Offensichtlich. Ne? Das heißt, wenn wir uns mit Creatoren zusammensetzen, ist praktisch die Werbekampagne für uns die letzte Methode, da noch irgendwas zu reißen. Vorher geht man dann natürlich auf die Content-Strategie. Das heißt, wie ist mein Content eigentlich ausgelegt? Mache ich einfach nur Kraut und Rüben auf meinem Kanal, oder gibt es zumindest einen roten Faden, wo man sagen kann, okay, hier ist eine Linie erkennbar. Dann schaut man natürlich auf so Geschichten wie, stimmt die SEO? Kann ich irgendwie organisch meine Impressionen auf YouTube erhöhen? Ne? Wie ist die Zuschauerbindung? Das heißt, wenn Leute meine Videos überhaupt nicht mögen, das heißt auch relativ schnell wieder wegschalten, ist es dann überhaupt sinnvoll, eine Werbung zu schalten? Die Antwort ist natürlich nein. Das heißt, ihr müsst erstmal auch in euren Videos arbeiten, damit das überhaupt ein Gerüst ist, was man bewerben kann, und entsprechend solltet ihr diese ganzen Sachen erstmal ausschöpfen, bevor ihr überhaupt an YouTube Promotions denkt. Gut, falls ihr Fragen zu dem Thema habt, bitte gerne damit in die Kommentare. Wir können da gerne auch nochmal einen separaten Stream zu machen. Ne? Wie gesagt, ich bin ab morgen wieder im Office. Das heißt, dann werden natürlich auch wieder Streams kommen. Ich habe ja noch den Q&A-Stream für Mai ausstehend und den Feedback-Stream. Falls ihr da Bock drauf habt, gerne auch mal auf dem YouTube Gaming Server vorbeischauen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen aufklären können über den YouTube Promotions Tab. Und falls ihr, wie gesagt, weitere Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Bis dahin, macht's gut und haut rein.